Okay, das ist unser Rückwärtsgang. Okay, alright. Morgen, weiter geht's zum MX5-Projekt. Hinter mir ist der halbfertige MX5. Ich bin heute leider alleine unterwegs, aber trotzdem gibt es wichtige Sachen zu tun. Und das Wichtigste, worüber wir uns eigentlich noch gar nicht befasst haben, liegt hier neben mir. Und wir können mal runterschauen, um was es sich da eigentlich handelt. Schick, schick, schick. Und zwar fahren werden wir ein Garrett 2860R. Das R steht hierbei für Kugel gelagert, was wir definitiv brauchen bei so einem kleinen Motor. Verbessertes Ansprechverhalten ist einfach grundsätzlich besser von der Technologie. Der ist jetzt mittlerweile schon angeflanscht an den Krümmer selbst und an das Turboknie. Das haben wir nicht selber gemacht, das haben wir machen lassen. Ich persönlich finde die Arbeit wunderschön. Wir hatten ihn auch schon einmal drin, grob geschaut, wie er reinpasst. Bisher passt alles ganz gut. Ich habe jetzt noch einmal. Keine Sorge, er muss nicht alles alleine machen. Aber sobald der Turbo einmal drin ist, kann der Spaß richtig losgehen. Bei der Auspuffanlage hilft uns dieser junge talentierte Mann, der normalerweise Achterbahn zusammenschweißt, uns heute aber eine 3 Zoll Edelstahl Turboback-Anlage zusammenwurzelt. Hier unten von der Downpipe kommt den Anschluss für die Breitbandlambda-Sonde. Die geht allerdings nicht mehr an den originalen Anschluss vom Auto selbst, den wir hier haben. Den werden wir stilllegen, sondern die geht mittlerweile direkt in den Innenraum an die Aftermarket ECU und ist dort auch schon verlötet. Der Turbolader hat bereits eine Wasserkühlung und eine Ölzufuhr. Für die Ölabfuhr müssen wir allerdings erstmal ein Loch in die Ölwanne bohren. Um nicht ganz so viele Späne in den Motor zu bekommen, fetten wir den Bohrer vorher gut ein. Bevor du durchgehst, warte nochmal, lass uns nochmal die Späne abnehmen. Ja, zeig mal den Finger. Oh ja. Das ist zum Glück hier. Das wollen wir nicht im Motor. im Motor. Nein, wir haben ein Loch im Motor. Schnell stopfen. Ja, mein Ölablau.
Um sicherzugehen, dass keine Späne mehr im Motor übrig sind, spülen wir alles nochmal gut mit Öl durch. Und dann ist es endlich soweit. Wir versuchen zum ersten Mal den Mazda zu starten. Temperatur normal. Das Ansauggeräusch, ey. Das ist. Weckt es die Kamera auf? Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich weiß auch nicht. Ah! Du Scheiße! Wow! Alter! Ruhig. Er sagt uns ruhig. Warte, ich will jetzt auch mal. Warte kurz. Ich muss noch. Das ist eine so. Warte. Okay, Herr, ich filme mal kurz von draußen. Ach so, warte. Halt aber ran. Ja. Das passt schon. Okay. Kannst du den Luftfilter lassen übrigens. Ja. Das kannst du wechseln. Zeug, oder? Ja. Diese Geräusche. Ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar. Ah, schön. Jetzt muss es muss jetzt pissen. Oh, jetzt ist der Affe da. Rückwärts. Das erste Mal Turbo rückwärts. Ich sehe gar nichts gerade. Turbo rückwärts. So, folgendes Problem. Einer von uns beiden hat beim Getriebeölwechsel einen kleinen Fehler gemacht. Und jetzt haben wir keinen fünften und keinen Rückwärtsgang mehr. Und zwar folgendes Problem. Das ist die Füllschraube fürs Getriebeöl. Und anstattdessen haben wir aus Versehen diese Schraube aufgemacht, die mit einem Pin rauskam. Und ja, jetzt haben wir weder Rückwärtsgang noch einen fünften. Und das Getriebe darf nochmal raus.
So, wir machen das Getriebe jetzt einfach mal auf und schauen, was da drin los ist. Was ist das hier? Ah, das müssen wir da festschrauben. Passt schon. Und Alter, das haben wir gelöst. ja. Wir sind ja auch total crazy. Aber guck mal, eine davon muss man lösen. Oh ja, war doch richtig. Ja. Okay, das ist unser Rückwärtsgang. Okay, alright. Und dann schauen wir mal, was da kaputt ist. So, wir haben den Übeltäter gefunden. Eigentlich müsste dieses Teil hier mit drin stecken. Ungefähr. So. Und dann kommt der Pin, den wir aus Versehen rausgezogen haben, von hier außen rein und hält das Gelenk fest. Als wir den aus Versehen rausgezogen haben, muss das da runtergefallen sein und lag einfach nur im Getriebe. Was dazu führt, dass der 5. Gang jetzt eigentlich hier hinschalten sollte, nicht mehr schalten konnte. Genauso wie der Rückwärtsgang. Und beim nächsten Mal geht's endlich auf den Prüfstand bei SPS Motorsport.